Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Songs of Conquest ist jetzt im Early Access erschienen auf Steam und kostet 29,99 €. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie umfangreich das Spiel ist. Erstmal kurz nochmal in die Option rein. Hier kann man auch einiges noch einstellen mit dem Spielverlauf. Video habe ich alles soweit erstmal auf das Höchste gesetzt. Ton machen wir gerade mal ein bisschen leiser. So, also es gibt den Einzelspieler, es gibt den Mehrspieler, es gibt einen Karteneditor und es gibt auch Community-Karten. Da können wir erstmal gleich reingehen. Community-Karten sind jetzt auch schon welche hochgeladen. Ich habe mir auch schon ein, zwei Mal runtergeladen, weil mich auch die Größe interessiert hat. Weil bisher sind die Karten, kann ich euch mal zeigen, meinetwegen jetzt hier im Einzelspieler Gefecht. Das sind quasi die Karten, die jetzt erstmal zur Verfügung stehen. Gibt es jetzt momentan, die größten Karten sind halt 128, 128. Da gibt es auch hier welche, die von den Entwicklern erstellt wurden, wo man dann mit 4 Spielern drauf spielen kann. Oder halt hier auch mit 6 Spielern. Und ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt ja auch schon mal 2 Karten runtergeladen. Die sind aber auch leider nur 128 groß, weil es gibt auch die Möglichkeit, kann ich euch gleich nochmal zeigen, wenn wir hier in den Karteneditor reingehen. Im Karteneditor kann man hier nämlich auch die Größe einstellen. Und dann gibt es auch riesige Karten. Ich kann euch hier mal, wie gesagt, das müsste jetzt, glaube ich, die große Karte sein, oder? Ne, das ist eine kleine Karte. Ich sage euch mal jetzt die 128er Karten. Die sind schon relativ groß. Ne, die sind schon. Ich muss nur einmal kurz nochmal den Sound einstellen. Einen Moment. Relativ laut gerade. So, das sind jetzt quasi die 128er. Die sind schon relativ groß. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die 256er, also die riesigen Karten. Da muss er erstmal eine Weile generieren hier. Und da wünsche ich mir natürlich dann, dass die Community vielleicht da nochmal ein paar Karten erstellt oder der Entwickler halt auch ein paar Karten nachliefert. Ja, das Spiel seht ihr schon, oder die euch auch schon informiert haben, ist so ein bisschen angelehnt an die alten Heroes of Might and Magic Teile. Also wer Heroes of Might and Magic gut fand, der wird das Spiel hier wahrscheinlich auch gut finden. Ist halt alles so in Pixel-Grafik, ne? Seht ihr hier schon, so eine Pixel-Optik gemacht, sieht aber wirklich schön aus. Ich glaube, wir sind jetzt hier durch. Oh ne, jetzt kommt er noch nach oben. So, das ist jetzt quasi die riesige Karte, ne? Also ist schon ein Unterschied, ne, zu 128. Wir gehen hier nochmal raus. Ins Hauptmenü. Also wie gesagt, es gibt den Mehrspieler-Modus, der läuft auch schon. Da könnt ihr dann online gegen eure Freunde spielen. Ich guck mal gerade, kann man hier nicht alle Regionen machen? Wenn ich jetzt hier mal USA nehme, aber das ist auch nichts gerade online, ne? Ich sehe jetzt hier auch gerade kein. Gerade mal Asien. Vielleicht mal noch Russland gucken, ob da vielleicht ein Spiel drin ist. Russland spielt sowas auch mal ganz gerne. Die haben ja früher auch die Heroes-Teile ganz gerne gespielt, ja. Ach doch, hier sind schon Anzahl 1, 2. Gerade nochmal Europa, wenn ich hier aktualisieren drücke. Vielleicht zeigt er das auch noch an, wenn ich. Ah ja, hier ist auch nochmal eine mit 0 bis 6 Spielern. Ja. Das ist quasi hier der Mehrspieler-Modus. Einzelspieler gucken wir uns jetzt mal an. Also es gibt einmal Kampagnen. Da gehen wir nachher auch nochmal rein. Da gibt es ja schon 2 erstellte, also 2 vom Entwickler bereitgestellte Kampagnen. Das erste Lied, das Lied von Tapferherz, das zweite Lied Aus der Asche. Man kann auch also die Community kann auch Kampagnen erstellen. So wie sie Karten erstellen kann sie mit dem Editor auch Kampagnen erstellen. Und dann, was hier auch noch ganz interessant ist, der Gefechtsmodus. Ja, wenn man jetzt einfach mal frei spielen will, sucht man sich halt hier eine Karte aus, meinetwegen jetzt hier die 128er. Und dann kann man sich hier oben das Volk aussuchen. Dann gibt es einmal die Alion. Alion ist so Menschen und Fee. Kann ich euch ja mal vorlesen. Alion, die Überbleibsel eines Kaiserreichs, das heute in kriegerische Baronien zersplittert ist, in denen die Starken aufsteigen und die Schwachen in Vergessenheit geraten.
Die Ritter haben einen brüchigen Pakt mit den Fee, magischen Geschöpfen des Waldes. Doch selbst die Furcht vor den Fee vermag keine Bauernaufstände zu vereiteln. In Alion wird die Ordnung mit der scharfen Axt durchgesetzt. Wenn wir jetzt hier mal Alion auswählen, können wir hier auch einen Helden. Warte mal. Oh, wieso? Ach doch, hier, genau, den Helden. Und dann können wir entweder hier als Starterheld eine Fee nehmen. Da gibt es halt hier Feen. Hier ist, glaube ich, auch eine nee, das ist keine Fee, das ist ein Mensch. Also, okay. Warte mal, wo sind hier noch Feen dabei? Das sind, glaube ich, alles Menschen hier soweit. Und die ersten 3 sind auf jeden Fall hier Feen. Und dann sieht man hier zum Beispiel auch die Gruppen dann darunter. Feen, Geister, Gehörnte. Menschen haben dann zum Beispiel Milizionäre, Waldläufer, Bänkelsänger, Waldläufer, Fußsoldaten. Aber wie gesagt, das Volk ist gemischt. Ne? Also das baut man dann beides auf. Dann gibt es das zweite Volk, Baronie von Loth. Loth, eine Baronie im Niedergang, folgt dem Versprechen der unsichtbaren Gesellschaft, die ruhmreichen Tage des Friedens und des Kaiserreichs wieder aufleben zu lassen. Kultisten und Gelehrte durchforsten alte Schlachtfelder nach arkanen Artefakten und rufen die eidgebundenen Legionen erneut zum Dienst. Loth wird zu altem Ruhm auferstehen, selbst wenn es bedeuten sollte, die Toten zurückzubringen. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. Was ist die hier? Ah, das sind die Untoten sozusagen. Ne? Guck mal, hier sind auch schon. Hier ist auch so ein Untoter dabei. Kultisten, Eidgebundene, bewahrte Gebeine. Oha, das ist auch schon interessant, ne? Gespenster, Ratten, Kultistenratten, Ratten, aurelianische Gelehrte, Toxikologen. Also das Volk interessiert mich dann auch schon wieder so ein bisschen. So, dann gucken wir uns mal das nächste Volk an. Also 4 Völker gibt es halt, wie gesagt. Baja. Baja sprengte die Ketten des Imperiums und verbündete sich mit Harima, um freie Handelsstaaten zu bilden. Jetzt sind Verträge gesetzt und jeder, egal ob Mensch oder Harima, kann durch seine Verträge und seine Taten aufsteigen. Mit ihrer Handwerkskunst bleiben die Tüftler ihren Widersachern stets einen Schritt voraus und der Klang ihrer Höllenspeier versetzt alle in Angst und Schrecken. Okay, Höllenspeier, jetzt gucken wir mal. Musketiere? Oh, hier, Sassaniden. Oh, geil, Alter. Bestien, Dudelsackpfeifer. Hier, der sieht auch schon aus wie so ein Höllentyp, ne? Übrigens bin ich der Meinung, dass die Iraner vernichtet werden müssen. Bestien, Dudelsackpfeifer, Tüftler, Pikeniere, Bestien, Tüftler, Musketiere. Gibt's hier noch? Ja, das ist es. Also, ich denke mal hier die Sassaniden. Da habe ich, das ist schon, mal sehen, was das für ein Volk ist. Also Höllenspeier. Der Klang, ach, das sind so ein Kriegshorn, ne? Das ist so ein Kriegshorn, glaube ich. Was gibt's hier noch? Rana. Rana sind Sumpfbewohner, von ihren Feinden versprengt und zuweilen versklavt. Doch ein mysteriöser Hüter hat sich erhoben und das Volk der Sümpfe vereint und dass es seine wahre Stärke wiederentdecke. Die bösartigen Verwüster, die weisen Chelun und sogar die geheimnisvollen Ätherer, sie alle werden vom Ruf des Hüters folgen und die Welt wird erleben, wenn ihr Gebrüll erklingt. Okay, nehmen wir mal. Ach, hier ein Frosch zum Beispiel. Ist ja auch cool, ne? Jäger, Reiter der Sümpfe, Wachen. Ich denke mal, da werden auch noch etliche Völker noch mit dazukommen im Laufe des Early Access. Schaman, Wachen, Weber, Elun, Etra. Okay. Guck mal gerade. Und das Geile ist jetzt auch, jetzt könnt ihr hier zum Beispiel auch einen Hot-Seat-Modus machen. Ne? Also, dass ihr nacheinander zieht. Ne? Dass jetzt der eine ist jetzt hier meinetwegen hier der Frankie. Ne? Und der andere Spieler ist jetzt meinetwegen hier Julian. Warte mal. Julian, so. So, und dann kann man hier dann auch noch das Volk auswählen. Ne? Hier zum Beispiel die Baronie von Loth. Ne? Zum Beispiel hier mit dem Untoten. Und der andere Spieler nimmt jetzt hier meinetwegen die Rana. Ne? Und wählt dann halt auch hier seinen Helden aus. Auf jeden Fall sehr interessant. Sehr interessant. Und jetzt könnte man hier halt noch KI hinzufügen. Ne? Die KI könnte man hier jetzt den Schwierigkeitsgrad normal oder leicht. Dann könnte man hier auch noch das Volk geben, was die sein sollen und wie viele Gegner es überhaupt sein sollen. Ob es nur 3 Gegner oder nur ein Gegner ist oder nur 2. Könnt ihr dann alles einstellen. Ich nehme den mal raus und spiele jetzt auf normal
spielen wir mal, nehmen wir mal 2 Gegner mit rein, auf normal. Der hat jetzt Baronie von Lot. Ich habe die Rana. Wollen wir mal die Rana nehmen? Wollen wir mal die Sumpfkreatur nehmen? Ich meine, die Untoten wären natürlich auch interessant. Aber da können wir auch nochmal eine andere Partie machen. Hier unten kann man jetzt noch die Karteneinstellung machen. Wie viele Ressourcen man am Anfang hat. Ne, Kartenstandard oder sehr hoch oder hoch und so weiter. Behausung kann man dann auch schon gleich, weil ich kann euch das gleich mal zeigen. Die Stadt, die baut man quasi auf der Karte aus. Ne? Kartenstandard, Hüter, Obergrenze. Gegnerische Wachstumsrate. So, und dann legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Haben wir jetzt einfach mal eine 128er Karte genommen. Mal sehen, wie groß die wirklich ist. Wie gesagt, größere Karten, entweder werden die durch die Community erstellt oder halt vom Entwickler selber. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die Bereitstellung. An Coffee Stain. Jetzt hat er erstmal ein bisschen zu laden. Truppen können direkt aus den Gebäuden rekrutiert werden, die sie erzeugen. Ja, ich bin gespannt. Bin jetzt mal gespannt. Mit dem Volk habe ich jetzt noch nicht gespielt. Ah ja, jetzt sind wir hier das Sumpfvolk. Guck, so sieht das jetzt auch aus. Man kann jetzt auch nicht in die Stadt rein jetzt. Leider. Also eine Städteansicht gibt es nicht. Guck mal, hier können wir jetzt zum Beispiel gleich schon mal das Lager verbessern. Hier kann man die Verteidigung, Truppen einberufen. Wo jetzt hier noch keine Truppen halt drin sind. Wenn ich jetzt Truppen einberufe. Ah ja, guck mal, hier sieht man gleich schon die Truppen. Ah, das ist ja geil. Drache. Stelun Ältester. Ausgewachsener Kriecher. Ist das hier? Ah ja, hier sind quasi die Aufrüstungen schon, oder? Das ist jetzt ein Kriecher und das ist ein ausgewachsener Kriecher. Also kann man die quasi aufbauen. Guck mal, hier zum Beispiel der Edra. Daraus wird dann der Drache. Ist ja geil. Stelun Ältester. Ah, das ist ja cool, ne? Was ist hier ein Beber? Beber ist heftig, ne? Also hier sieht man schon mal schön die ganzen Einheiten. Das ist schon mal schön gemacht auf jeden Fall. Hier kann man jetzt auch nochmal andere Hüter rekrutieren, also andere Helden, ne? Wir lassen ja erstmal bei einem Helden und wir können hier zum Beispiel gleich schon mal ausbauen. Da haben wir die Ressourcen für. Guck, jetzt ist hier da mittelgroße Baustelle. Ah ja. Guck, da kann man dann Schlammhütten, Bestiengehege. Ah, das ist ja cool. Tauschplatz. Ressourcen handeln. Was braucht man jetzt dafür? Braucht man jetzt Holz? Steine und so weiter? Okay, da müssen wir erstmal ein bisschen... Hier kann man jetzt noch keine Truppen rausholen, ne? Gibt es jetzt noch keine Truppen, ne? Müssen wir erstmal hier bauen, einen Unterstand. Wo baut man denn Unterstand? Warte mal, Unterstand. Bälle kaufen. Ein Unterstand. Wo baue ich denn Unterstand? Ach, hier. Alles klar. Kleine Gebäude. Alles klar. Das sind mittelgroße und dann gibt es noch große. Ah ja, okay. Ja, dann müssen wir erstmal hier Unterstand bauen, ne? Also brauchen wir Holz und Stein. Das sollte erstmal unser erstes Ziel sein. Große Baustelle. Ach, das ist eine mittelgroße Baustelle. Wie kann ich denn Lager verbessern? Kann ich denn jetzt hier ein kleines Gebäude bauen? Das würde mich ja mal interessieren, ne? Wie kann ich jetzt hier so einen Unterstand bauen? Gebäude im Besitz. Kleine. Ah, alles klar. Kann ich die jetzt hinsetzen? Ach, lol. Die stehen da schon. Die stehen hier schon. Ah, die sind hier schon auf dem Feld. Hier ist ein Sammler. Ah, das ist natürlich Holz, brauchen wir natürlich, ne? Stein und Holz. Komm, dann bauen wir erstmal Holz. So, das wird jetzt gebaut. Dann haben wir hier noch eine kleine Baustelle. Ah, mehr können wir jetzt erstmal nicht. Butler, brauchen wir erstmal Geld, oder? Ah, ne, ich kann immer nur eine Sache gleichzeitig bauen wahrscheinlich. Ah, okay, ich kann nur eine Sache gleichzeitig. Hier ist auch noch eine kleine Baustelle. Mittelgroße Baustelle, kleine. Dann sammeln wir erstmal alles ein hier. Erstmal das Holz. Sind schon die ersten Gegner hier unten. Geht schon gleich gut los. Ich muss Steine einsammeln und Holz. Hier, komm, brauchen jetzt alles hier. Oha, da geht's aber gleich schon mal gut los hier. Das kann ich nicht einsammeln. Das kann ich nicht einsammeln. Haben wir hier? Bauernhaus. Bringt es?
Ah ja, Gold pro Runde. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt können wir erstmal nichts mehr machen. So, wir haben jetzt hier halt die Einheiten. Jäger haben wir jetzt 6 Stück und 2 Reiter der Sümpfe. Hier sind auch die Zaubersprüche zum Beispiel drin. Ne? Aber hier, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, diese ganzen Zaubersprüche, die kommen ja erst alle noch, ne? Ich glaube nicht, dass wir die schon gleich haben. Wir haben jetzt hier Essenz, Zerstörung plus 3. Schöpfung durch Truppen, Zerstörung durch Truppen. Wenn ich jetzt drauf gehe, Leiste, jetzt da reinschieben. Initiative, ach die, okay. Gibt es ja auch Zerstörungszauber? Ich will hier so eine Angriffszauber haben. Ich will hier mal so einen Schadenszauber haben, so einen Blitz oder sowas. Ich glaube, das muss man erstmal skillen. Kann das sein? Schaden. Den Zauber. Ich glaube, den kann ich aber noch nicht sprechen. Das geht, glaube ich, nicht. Da haben wir jetzt Erfahrung, Chaos, Zerstörung, Schöpfung. Ja, hier, okay. Haben wir jetzt nochmal den Helden. Kommandieren. 3 Truppen, eine eigene Armee plus 3 Kommando. Plus 10 Nahkampfoffensive. Hier gibt es noch Modifikatoren, Ausrüstungsmodifikatoren, Offensive. Wir sind jetzt Stufe 1, oder? Ja, Stufe 1. Die haben hier Auflösung. Gut, dann machen wir erstmal eine Runde weiter. Jetzt zieht der Gegner. Jetzt zieht der andere Gegner. Ich hoffe, dass wir nicht sofort hier auf den Gegner stoßen. Haben wir erstmal alles weitere ein hier. Oben sind auch noch Gegner. 1 bis 25. Unbekannt. Naja. Wir müssen jetzt erstmal so. Jetzt haben wir erstmal ein Holz pro Runde. Das ist schon mal gut. Und hier würde ich jetzt den Butler für Stein. Definitiv. So. Der geht jetzt erstmal nicht, weil man immer nur ein Gebäude pro Runde ausbauen kann. Da können wir jetzt auch noch nichts machen. So. Das haben wir, ne? Besucht, genau, steht dran, ne? Zu weit weg dürften wir erstmal noch nicht gehen, ne? Verteidigung plus 3. Noch Steine. Hier ist noch ein Bauernhaus, das sollten wir gleich einnehmen. Geben wir noch mal ein bisschen mehr Gold pro Runde. Der macht. Armee mit Energie plus 5 Bewegung. Vielleicht noch ein bisschen Bewegung dazu, ne? Da muss man erstmal gucken, welches Gebäude hier was macht. Hier oben ist auch schon ein Gegner. Uns gerade unbekannt. Das ist halt. Ich würde euch gerne mal einen Kampf zeigen. Aber da müssten wir erstmal, glaube ich, einfache Gegner finden. Ich weiß halt nicht, ein Rudel von Baronie von Lohtruppen. Ich glaube, den werden wir noch nicht schaffen. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein paar Einheiten. Städte und Siedlungen. Siedlungen gibt es in 2 Größen, Klein- und Großsiedlungen und Städte mit verbundenen Gebäuden dienen dazu, Ressourcen und Truppen zu erzeugen, neue Hüter zu rekrutieren, Forschung durchzuführen. Beim Aufwind neutraler Siedlungen während der Abenteuer kann ein Hüter genutzt werden, um die Siedlung zu beanspruchen. Auf Baustellen werden Gebäude errichtet. Gebäude können Ressourcen und Truppen erzeugen, Möglichkeiten für Forschung freischalten. Das hatten wir ja gerade schon. Wozu kann nur ein Gebäude gebaut werden? Das dachte ich mir schon. Weitere Gebäude können durch Forschung freigeschaltet werden. Kleine Gebäude werden in einer Runde fertiggestellt, mittlere in 2, große in 3. Das hatten wir ja auch. Nahezu alle Gebäude können verbessert werden, selbst kleine, die links... Ah, siehst du? Gut, jede Stadt oder Siedlung bietet ein zentrales Gebäude, in dem neue Hüter rekrutiert werden können, beziehungsweise bezwungene Hüter wiederbelebt werden können und überdies die Anzahl der Bauplätze erhöht werden kann. Außerdem kann die Verteidigung durch das Einberufen neuer Truppen organisiert und der eigene Hüter in die Stadt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal gleich zurück und holen uns erstmal ein paar Truppen, oder Leute? Ich weiß noch nicht, ob die KI sich hier bewegen kann auf dem Feld. Aber Heroes konnten die auch, denn wenn man in der Nähe war, konnten die halt auch einen angreifen, ne? Ich gehe erstmal wieder zurück, Leute. Was ist das hier? Ein kleiner Gegner, oder? Die sehe ich jetzt wieder nicht. Mal hier nochmal. Warte mal, bleib mal stehen. Oh, was ist denn da? Das sind aber ein paar mehr Gegner. Eieiei.
Haben wir das schon? Nee, dann gehen wir hin. Oh, 150 Gold. Alte Uhren hier. Artefakt, oder? Ah, Schimmer. Was ist das denn hier? Schimmergewebe. Kann man das handeln, was? Uhren. Diese kostbaren Uhren erhalten wertvolles Schimmergewebe. Die Uhren könnten gegen Gold verkauft oder zerbrochen werden, um an das Schimmergewebe. Ich will Schimmergewebe. Was auch immer. Was auch immer das Schimmergewebe jetzt ist, ne? Ich glaube, das brauchen wir zum Forschen bestimmt, ne? Forschungsstudie bietet einen Überblick über sämtliche für das Königreich verfügbaren Forschungen. Forschung wirken sich auf alle Truppenressourcen aus. Forschung ist mit bestimmten Forschungsgebäuden verbunden, welche jeweils einen eigenen Forschungsschwerpunkt aufweisen. Reicht nicht, ein bestimmtes Forschungsgebäude zu errichten, man muss es auch verteidigen, damit die Forschung Bestand hat und sich auswirkt. Forschung ist nicht mehr verfügbar, sollte das Forschungsgebäude, welches dafür verwendet oder leicht worden sein. Da muss ich ja mal gucken, ne? Und, hier, guck, hier brauchen wir das. Brauchen wir diese Ressourcen für die Forschung. Hier Schimmergewebe. Genau. Da müssen wir auch noch Gebäude vorher bauen. Jetzt geht das nämlich gar nicht. So, Leute, wir müssen weiterbauen. Warte. Ich wollte jetzt haben wir hier Buddler und einen Sammler. So, jetzt würde ich hier erstmal einen Unterstand bauen, dass wir überhaupt erstmal ein paar Jäger haben, ne? Jäger wäre schon mal schön. Die müssen wir nachher auch nochmal bauen. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. Eine haben wir noch, eine kleine Hütte. Ich glaube, mehr kleine Hütten haben wir jetzt erstmal nicht, also die Baustellen. So, denn sammle ich das hier nochmal ein. Himmlisches Erz. Mal gucken, Galgenbaum, was ist das denn hier? Reicht das schon? Ah ja, XP. Hier ist schon wieder so ein... Oh, der ist doch richtig stark hier, der Ritter. Ein Versteck. Ach, Banditenversteck. Da müssen wir auch kämpfen, oder? So, gebaut haben wir auf jeden Fall. Hier ist schon mal Butler vollendet, Sammler vollendet. Haben wir. Wäre halt schön, wenn man hier noch so eine Okay, hier steht. Das Lager. Die Stadt. Okay, da steht, dass jetzt gebaut wird. Okay, das ist schon mal gut. Und die Karte ist schon recht groß, wenn man jetzt bedenkt, wir sind jetzt hier schon ein bisschen hin und her gelaufen. Und relativ groß. Und wir greifen die eigentlich an. Ich habe schon Angst gehabt, dass... Jetzt bin ich mal gespannt. Da müssen wir bestimmt kämpfen, oder? Ja. Da fliehen wir mal lieber. Glaube ich noch ein bisschen zu stark. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal Truppen holen. Komm, wir müssen jetzt erstmal Truppen holen. So, jetzt haben wir hier... Können wir erstmal... Ich will nicht... Wie verkaufen? Hä? Ich will nicht verkaufen. Muss ich mal gucken. Hat man jetzt die Truppen hier drin? Ah ja. Siehst du, hier hat man die Übersicht mit den Truppen. Das ist doch schon mal schön. So, Leute. Wo gehen wir jetzt hin? Ich würde sagen... Sind wir alle noch nicht besiegt. Wir brauchen jetzt erstmal Truppen, Leute. Wir brauchen jetzt erstmal Truppen. So, dann bauen wir noch einen zweiten Schamanenzelt. Wollen wir den mal nehmen? Ist das ein Fernkämpfer? Denken Sie über die Lehren des Sumpfes nach und teilen Sie Ihre Weisheit mit Rana. Ist das ein Fernkämpfer? Wildzucht. Oha. Der Sammler, Laichbecken. Wirbt Truppen aus anderen Lagern und Siedlungen in deinem Königreich. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich baue mal das Schaman-Ding. Ne? Bauen wir mal. Und dann testen wir mal die Einheit. So, gebaut haben wir. Truppen kommen jetzt hier immer wieder dazu. Dann können wir jetzt erstmal schon mal 4 kaufen. Machen wir erstmal weiter. Dann haben wir auch bald Level Up, ne? So, Schamanen sind dann auch fertig, ne? Hier einsammeln gehen. So. Das hier, Wassermühle, da können wir auch nochmal hin. Hier ist ein Platz. 1300, schön. 200 Gold pro Runde, schön. Junge, was ist hier los? Toter Kommandant. Eieiei. Erstmal zur Stadt. So. Jetzt können wir erstmal nichts mehr bauen. Aber wir haben jetzt hier
Schon mal mehr Truppen. Was ist, wenn ich die jetzt kaufe? Bleiben die jetzt in der Stadt stehen? Wo sind die jetzt? Die sind... Ah, okay, verteidigende Truppen. Okay, okay. Die sind jetzt quasi in der Stadt. Das ist schon mal gut. Kommt wahrscheinlich immer mehr dann dazu. Ja, wenn man jetzt, glaube ich, hier guckt. Auf 3 pro Runde. 3 pro Runde. Das ist schon mal schön. Können wir das hier eigentlich... Den Tauschplatz brauche ich auf jeden Fall nicht. Brauchen wir Holz. Das ist ja kein Problem. Stammhütten. Wir hier diese beiden. Hier Kriecher und Wachen. Hier. Oha, die sind auch geil, ne? Verwüster. Weber. Oha, hier so eine Schildkröte. Die gefallen mir ja auch, ne? Schöpfung, Arkan. Wir wollen ja auf jeden Fall nochmal kämpfen, ne, Leute? Einen Kampf machen wir mindestens noch. Einen Kampf, dann würde ich sagen, kämpfen wir hier oben mal gegen die Alionen-Truppen. Da gehen wir als erstes mal hin. Das machen wir jetzt noch schnell. Bei mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich bin wieder voll in meinem Suchtfieber hier drin. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Oh, Sumpflilien. Die Sumpflilien blühen und die Iraner sind frohen Mutes. Die Sümpfe spenden Leben. 7 Initiative, Nahkampfoffensive, Fernkampfoffensive, Dauer 2 Züge. Puh, wo haben wir das jetzt? Natürlich jetzt die Frage. Jetzt bei uns im Inventar. Haben wir das jetzt hier irgendwo? Oder ist das so eine allgemeine, ne? So eine allgemeine Eigenschaft. So, jetzt holen wir erstmal Truppen ab, Leute. So, hier können wir noch nichts bauen. Okay. Dann warten wir hier noch. So, dann gehen wir erstmal hier rein. Truppen einberufen. Zack, zack. Und wie kann ich die jetzt kann ich die jetzt bei mir reinmachen? Geht das? Wie kriege ich die Truppen jetzt bei mir mit rein? Wir sind doch hier in der Stadt. Ah ja. Ah ja. Verteidigung verwalten. Verstärkung der Verteidigung einer Stadt oder Siedlung können Truppen einberufen, Garnison aufgebaut werden. Verteidigungstruppen werden sofort einberufen und platziert. Im Hüter dort solche Truppen können frei zwischen verschiedenen Hütern verschoben werden. Garnisonstruppen sind ein Erzeugnis der Türme, die in einer Stadt errichtet wurden. Für jeden Turm kann eine Garnison weitere Truppen aufnehmen, in einem größeren Maßstab ausbilden. Garnisonstruppen sind an die Türme gebunden. Da müssen wir dran denken, ne? Wenn Türme verbessert werden, liefern die Ballisten für die Verteidigung. Verteidigung verwalten in der Stadt. Siedlung einberufene Truppen können verbessert werden, wenn die erforderlichen Gebäude vorhanden sind. Können auch zu einem verweilenden Hüter verschoben werden. Ein verweilender Hüter kann sich und seine Armee innerhalb der Stadt oder Siedlung zur Verteidigung postieren. Angreifender Gegner sieht sich nun den verteidigenden Hüter. Oh, guck mal, wie das nachher aussieht hier. Richtig Burg und so. Das sieht ja schon geil aus. Ne? Um Verteidigung einer Stadt weiter zu verstärken, können Mauern errichtet werden. Mauern bilden einen starken Schutz gegen eindringliche Streitkräfte und gewähren Garnisonstruppen und Ballisten einen Vorteil. Ja, das ist natürlich geil. So, sind wir jetzt drin? Kann ich die jetzt... Nee, Sind die jetzt... Die sind doch aber nicht in der Garnison. Die kann ich jetzt mir holen hier. Kann ich die hier rausziehen? Ah ja. Alles bei mir. Dankeschön. Und das hier für Einheiten? Jäger. Wir können erstmal nur 3. Wie können wir das hier freischalten? Ich brauche hier mehr Plätze. Wollen wir jetzt mal einmal angreifen? Wir gehen jetzt mal einmal kämpfen, oder Leute? Warte mal, ob wir noch welche Truppen einholen können. Ich glaube nicht, ne. Wollen wir einmal kämpfen, ist ja jetzt egal. Wenn wir verlieren, war ich ja vorher auf jeden Fall nochmal. So. Gehen wir nach oben hier. Hier kämpfen wir jetzt, Leute. Das alte Lager können wir auch noch nehmen, aber den machen wir jetzt mal platt. Komm, das schaffen wir, Leute. Ich glaube da dran. Ich glaube da dran. Haben wir jetzt schon 5 Holz? Gold haben wir schon genügend, ne? Warte mal. Haben wir hier schon... Hier die Schlammhütten. Wir bauen mal die Schlammhütten, oder Leute? Bestien G können wir später bauen. Ja, das dauert. Da brauchen wir eh. Das geht eh noch nicht. Komm, Schlammhütte bauen. So. Oha, haben wir das Schaman bei uns?
Ja, dann nehmen wir die Schamanen. Haben wir nämlich Truppen bekommen. Ne? Gold ist erstmal egal, Truppen sind erstmal wichtiger. So, dann geht's los jetzt, Leute. Der erste Kampf. So, jetzt können wir die hier verteidigen. Quasi positionieren. Reiter der Sümpfe. Haben wir irgendwelche Fernkampfeinheiten hier? Hier, der Schaman ist Fernkampf. Stellen wir die hier auf, nehmen Schaman hier hin. Die sind hier wahrscheinlich irgendwo. Dann gehen wir los. Manuelle Schlacht kann man machen oder schnelle Schlacht. Wir machen natürlich manuell. Sind wir jetzt in den Sümpfen? Das wäre jetzt cool, wenn der Untergrund jetzt auch so sumpfig aussieht, ne? Ah, nee. Sieht nicht sumpfig aus. Aber kann auch sein, dass der Untergrund gerade nicht so passt. So. Nur direkt rein da, oder? Ah, ich weiß nicht. Wollen wir lieber zusammen angreifen? Ah. Du hast ein bisschen Schiss, ne? Ich zieh mich mal zurück. Ich zieh mich mal zurück. Kann man eigentlich verteidigen hier? Aber die Zauber können wir nicht nehmen, ne? Ach, da braucht man Essenzen für. Ah, hör doch mal auf. Was haben wir denn hier? Können wir irgendwas zaubern? Nee. Ich will mit ihm. Ein weiter. Nehmen wir mal hier rauf. Was hat er hier für Einheiten? Das sind Fehlgeister und das sind Fußsoldaten und Fußsoldaten. Verteidigen geht hier gar nicht. Chat öffnen. Ach, man kann hier sogar chatten, denn wenn man im Kampf ist. Das ist natürlich cool. Jetzt greifen wir erstmal an. 7 bis... Was? Der Tod oder was? Nee, vergiftet. Lol, ich mach gar keinen Schaden. Wie stark sind die Gegner denn? Ah, hör doch mal auf. Alter, wie stark sind die? Doch hier, 4 bis 5. Die sind tot. Die sind tot. Der hier, der ist auch tot. Aber wieso ist der Schamane so schwach? Was hat denn der Schaman? Hat er noch andere Fähigkeiten? Das ist halt Gift. Ach, durch das Gift stirbt er denn. Ah ja. Durch das Gift. Ah ja. Doch, muss doch, ne? Er wehrt sich auch. Wir können den jetzt mal. Können wir hier Giftschaden machen. Ah, die sind Resistenz gegen Angriffe. Komm. Ja, komm, vergifte. Ja, schön. Schön. Haben wir zum Abschluss nochmal einen schönen Kampf siegreich beendet. Sehr schön. Nochmal einen Sieg davon getragen. Jetzt kriegen wir, glaube ich, auch Erfahrungspunkte. Mal gespannt, wo man das jetzt sieht. Ah ja. Verlorene Truppen plus Erfahrungspunkte. Aha, sind immer noch Level 1 ist. Die sind alle tot. Level 2. Schön. Rast der erste Reiter. Nahkampf. Deine Truppen erlangen 20% Nahkampf. Hüter erlangen 200% mehr Gold beim Plündern. Schaltet die... Ah, ich will lieber hier. Kommandieren. Wesentlich geiler. Gut. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden hier auf jeden Fall weiterspielen. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen vorstellen. Falls ihr nicht wisst oder Fragen hattet, hoffe ich, dass ich die beantworten konnte. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Fragen habt, die ich hier vielleicht im nächsten Video noch erklären kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und um kein Video zu verpassen, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Underwater Frank. Tschüss.